Der Bio-Boom ist vorbei. Der Ladenumsatz, der Bonumsatz ist tatsächlich um 20-30% bei uns eingebrochen. Und auch bei den so innovativen Unverpacktläden folgt nun die große Flaute. Im Durchschnitt ist ein Laden pro Woche, der zumacht. Und das ist schrecklich. Das tut weh. Kunststoff AD und mehr Bio im Einkaufskorb. So ging's vorwärts mit der Nachhaltigkeit. Doch jetzt wird genau an dem gespart, was eben noch gut und richtig erschien. Frühmorgens in Linsengericht Altenhaslau in der Packhalle des Biolieferdienstes Paradieschen. Karotten, Gurken, Pflaumen. Der Kunde bestellt, der Lieferdienst bringt es nach Hause. Vor 25 Jahren haben Mario Blandamura und sein Bruder ihr Geschäft gegründet. Und es ging stetig bergauf. Doch damit ist jetzt Schluss. Statt 6.400 Gemüsekisten wöchentlich verkaufen sie jetzt nur noch 5.600. Also diese 800 Kunden, die uns fehlen, das wirkt sich natürlich auch im Umsatz aus. Da haben wir natürlich doch Einbrüche, weil auch die Warenkörbe insgesamt etwas weniger geworden sind. Und das bedeutet für uns, dass wir ja in den letzten Monaten eigentlich 2 Fahrzeuge weniger zum Ausfahren haben und auch 2 Fahrer weniger. 10% Umsatz fehlen dem Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr. Und das allein beim Lieferdienst. Zu Paradieschen gehört noch ein Bioladen. Da ging es sogar um 30% runter. Und damit ist dieses Unternehmen nicht allein, wie der Blick auf die Biobranche zeigt. 2019 begannen die fetten Biojahre. Richtig geboomt 2020 mit 22% Umsatzplus. Moderat weiter nach oben im vergangenen Jahr plus 5,8%. Jahrelanges Wachstum beschleunigte sich in der Corona-Krise. Nun 2022 das Inflationsjahr, minus 13,4%. Der Grund liegt für Hans Kaufmann vom Bundesverband Naturkost auf der Hand. Die aktuelle Situation sieht eben so aus, dass die Verbraucherinnen beim Lebensmitteleinkauf derzeit generell verstärkt auf den Preis achten. Das führt sie eben aktuell eher in den Discounter als in den Biofachhandel. Und die Kunden kaufen zwar weiterhin Bio, sie greifen aber eben verstärkt zu den günstigeren Eigenmarken der Händler. Weil die eben weniger kosten. Doch mit diesen Preisen kann ein Bio-Fachgeschäft nicht mithalten. 80% des Gemüse und Obstes, das hier bei Paradieschen verkauft wird, stammt von Landwirten aus der Region. Machen aber Bioläden dicht, leiden auch die Landwirte Not. Die kleinen Betriebe rund in der Region, die sind absolut von uns abhängig. Ne? Wenn wir die nicht halten können, dann werden die, wie auch die Bioladen, verschwinden. Dann wird es diese Bioladenkultur, die einzigartig ist in Deutschland, werden wir so nicht mehr finden in den nächsten 10, 20 Jahren. Experten wie Hans Kaufmann sehen darin eine Marktbereinigung. Wir sehen eine klare Tendenz, dass sich die Zahl der kleinen, inhabergeführten Bioläden reduziert und die größeren, ich sage mal zum Teil auch filialisierten Bioläden wachsen. Auch sorgenvolle Blicke in Wiesbaden im Unverpacktladen von Abdelmajid Hamdaoui. Auch hier der Boom vorbei. Da ging es schon während der Pandemie los. Und der derzeitige Spartrend der Menschen bringt den Inhaber in eine wirtschaftlich noch angespanntere Lage. Irgendwann ist man mit dem Rücken zur Wand, kann nicht weiter. Die Kosten müssen bezahlt werden. Egal welche Sorte von Kosten, ob das Einkäufe oder fixe Kosten, Mitarbeiter. Er überlebt derzeit nur noch mit Stammkundinnen wie Bianca Hoffmann. Dass jetzt wieder vermehrt Lebensmittel gekauft werden, die mit Plastik verpackt sind, kann sie mit Blick auf die Preise nicht nachvollziehen. Also wenn ich jetzt in den Alnatura gehe oder einem anderen Laden und ich kaufe Mehl, gemahlenes Mehl, dann zahle ich so zwischen 2,10 € bis 2,99 €, je nachdem, was ich nehme. Und das ist in keinster Weise günstiger dort. Bianca Hoffmann stemmt sich auch weiter gegen die Plastikflut. In einem ganzen Monat kommen bei ihr weniger als 100 Gramm Plastik zusammen. Das nochmal so in Grammzahl
gespiegelt zu bekommen, das macht mich sehr glücklich, denn das ist genau das, was ich will. Doch langsam wird sie zur Ausnahme. Denn solche Schlagzeilen gehören bundesweit zur Tagesordnung. Statt Expansion, Ladensterben. 1 bis 2 Läden in der Woche schließen bundesweit, so das Ergebnis vom Bundesverband Unverpackt. Meiner Wahrnehmung nach liegt es einfach daran, dass wir noch nicht die Zeit hatten, uns fester zu etablieren, Rücklagen zu bilden und sich auch für schwere Zeiten gut aufzustellen. Zurück in den Unverpacktladen von Abdelmajid Hamdaoui. Sein Umsatzrückgang 36%. Dabei war er vor 7 Jahren mit großem Enthusiasmus gestartet. Er machte sogar einen zweiten Laden in Mainz auf. Doch inzwischen entließ er Personal. Nachhaltigkeit, weniger Verpackungsmüll spielt derzeit für viele Menschen keine Rolle mehr, sagt er. Eine richtige Antwort. Warum? Ich kann nur raten. Das ist dann halt wegen Pandemie, Krieg, Geld sparen, Angst für die Zukunft. Fazit: Sparen statt plastikfrei und weniger Bio-Einkauf. Ein Trend, der auf Kosten der Nachhaltigkeit geht.